Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen coolen Heli für euch und zwar die nagelneue ER-Schiene Blackhawk E200 in der S-Variante. Die ist vom Modell her ähnlich wie die Blackhawk hier im Hintergrund bzw. die ER-Schiene E200 Pro. In meinem Video zu der Blackhawk hier im Hintergrund mit GPS haben viele geschrieben, wofür braucht man eigentlich GPS und Höhensensor? Alles Quatsch. Deswegen hat die Blackhawk jetzt hier mal kein GPS und mal keinen Höhensensor. Ist natürlich trotzdem RTF. Hat eine kollektive Blattvorstellung. Da diese Version der Blackhawk kein GPS und keinen Höhensensor hat, gehe ich mal davon aus, dass sie auch nicht ganz so anfängerfreundlich sein wird. Das werden wir im Video aber noch rausfinden. Natürlich ist hier auch ein Gyro verbaut und damit ist die Blackhawk auch stabilisiert. Hier in dem Video zeige ich euch mal wieder am Anfang, was alles mitgeliefert wird. Ich zeige euch natürlich die Blackhawk etwas genauer. Ich zeige euch die Funktionen und die Fernsteuerung etwas genauer. Und am Ende gehen wir natürlich auch noch fliegen. Ich würde sagen, wir verlieren mal wieder keine Zeit. Legen sofort los. Viel Spaß! Dann machen wir den Karton mal eben auf. Da haben wir dann als allererstes natürlich die beiden Bedienungsanleitungen, einmal für den Heli und einmal für die Fernsteuerung, beides in Englisch. Dann haben wir als nächstes dabei ein 2 bis 4S Ladegerät, natürlich mit passendem Netzstecker und was für uns Europäer wichtig ist, noch mit einem EU-Adapter, dass wir das auch hier in Europa nutzen können. Dann haben wir noch eine Ladeschale mit im Lieferumfang, damit wir die beiliegenden Akkus auch aufladen können. Die haben nämlich keinen USB-C-Anschluss oder so, sondern die müssen hier in dieser Ladeschale geladen werden. Als nächstes haben wir in meinem Fall noch dabei zwei LiPo-Akkus im Hardcase, und zwar zwei 1350 mAh 3S LiPos. Hier haben wir auch noch einen 5-Volt-Anschluss für eine kleine Lampe oder eine FPV-Kamera. Und wir haben noch einen Einschaltknopf zum Anschalten des Helis. Dann haben wir als nächstes eine Tüte mit Scale-Teilen, und zwar für vorne eine Tanksonde, die wir nachher noch anschrauben müssen. Dann haben wir noch ein Raketenpack, das wird noch angesteckt, genau wie die zwei Raketenwerfer und auch die MG, die ebenfalls noch dabei sind. Und ein Tütchen mit Befestigungsschrauben haben wir noch dabei. Dann haben wir noch eine Tüte mit Zubehör. Hier haben wir drin einen Ersatz 4-Blatt Heckpropeller, 4 Ersatz Hauptrotorblätter, eine Lampe, die kann man dann am 5-Volt-Anschluss des Lipos anstecken, ein bisschen Werkzeug, 2 Ersatz Fahrwerksreifen und als letztes wieder ein Tütchen mit Schrauben. Natürlich haben wir bei der RTF-Version wieder eine 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Die zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Und zum Schluss, wenn ich sie rausbekomme, die sitzt nämlich hier richtig stramm drin, die wunderschöne Blackhawk mit wirklich richtig vielen Details versehen, die zeige ich euch als nächstes Mal etwas genauer. Ja, schauen wir uns die ER-Schiene E200S mal etwas näher an. Wir haben hier ein richtig cooles und wirklich scales Modell, auch wieder mit richtig vielen Details. Dieses Mal als braune US Navy Version. Ich habe jetzt direkt auch mal die Scale-Bauteile angebracht, die werden ja hier vorne einfach nur eingesteckt, beziehungsweise die Sonde wird hier eingeklipst und angeschraubt. Wir haben hier natürlich über das gesamte Modell wieder viele Nieten angebracht und auch die ganzen Konturen an den Türen und Stößen wurden hier sehr detailliert abgebildet. Auch hier sind vom Werk aus wieder sehr viele Scale-Details angebracht, wie die Scheibenwischer vorne oder auch die ganzen Griffe und Antennen. Auch ganz filigrane Teile, wie hier hinten am Heckausleger angebracht. Da muss man schon fast aufpassen, dass man die nicht abbricht beim Transport. Hier oben am Turbinenbereich, am Lufteinlass und am Turbinenauslass ist auch alles schön detailliert gemacht. Hier oben sitzt auch noch eine Status-LED, das sehen wir dann nachher in den Funktionen, wofür die da ist. Die hinteren Seitentüren lassen sich auch bei dem Modell ebenfalls etwas aufschieben. Das ist zwar mehr Spielerei, aber so kleine Dinge, finde ich, machen so ein Modell dann auch aus. Wir haben natürlich auch hier wieder einen 4-Blatt Hauptrotor mit diesen abgewinkelten Rotorblättern. Diese bestehen auch hier aus stabilem Nylon-Kohlefaserverbund. Am Heck haben wir ebenfalls einen 4-Blatt Heckrotor verbaut. Beide Rotore werden angetrieben über je einen Brushless Direktantrieb. Und zwar ist der Hauptantrieb ein 4006er 630 kV Brushless Motor. Und der Heckantrieb ist ein 1104er Brushless Motor. Die Taumelscheibe wird von 3 Metall-Getriebeservos angesteuert. Die sind auch hier wieder im 120 Grad Winkel zueinander angeordnet. Die Rotorwelle, die Taumelscheibe und der Rotorkopf bestehen aus Aluminium. Auf der Unterseite haben wir dann noch das Fahrwerk, das auch sehr scale nachgebildet wurde. Das Hauptfahrwerk lässt sich auch wieder einfedern, was auch sehr cool ist. Bei der neuen E200S haben wir natürlich auch wieder eine schöne Scale-Beleuchtung verbaut. Von den seitlichen Positionsleuchten über die Leuchten unter dem Heckausleger bis hin zur LED oben am Leitwerk. Und wir können natürlich zusätzlich noch den separaten Landescheinwerfer hier unten an den Akku klemmen. Die Dekorbeklebung fehlt natürlich auch nicht. Hier etwas weniger als bei der Pro-Variante, aber auch hier wurde alles sorgfältig und sauber angebracht. Auch hier oben der nachträglich auf den Lack geklebte Aufkleber ist sauber angeklebt. Auch die Lackierung ist sehr sauber aufgebracht, auch wenn es jetzt hier natürlich eine eher schlichte, einfache Lackierung ist. Wie eben schon gesagt, haben wir bei der neuen E200S-Version kein GPS und keinen Höhensensor verbaut. Auch wenn die Öffnung für den Höhensensor da ist, die ist aber leer. Hier unten vorne in die Öffnung wird dann der Akku eingeschoben und muss dann so weit runtergedrückt werden, bis die 2 Klipse hörbar einrasten. Zum Rausholen muss man dann einfach nur die beiden Klipse wieder zusammendrücken und den Akku heraushebeln. Der Rotorkreis beträgt genau wie bei der Vorgänger- und der Pro-Version 420 mm, die Rumpflänge beträgt 425 mm und wir haben hier ein Abfluggewicht mit Akku von ca. 450 Gramm.
Die Flugzeit beträgt in etwa 9 bis 12 Minuten. Ja, auch die E200S ist wieder ein richtig schickes Modell geworden und ich würde sagen, ich zeige euch nochmal ein paar schöne Aufnahmen davon und danach gucken wir uns die Fernsteuerung und die Funktionen mal etwas genauer an. Ja, wir haben hier wieder eine 2,4 GHz Fernsteuerung aus Kunststoff. Diese sendet im Protokoll FHSS, wie zum Beispiel auch Futaba. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch wieder ganz gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Diese lassen sich auch wieder in der Länge etwas anpassen. Hier mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Hier oben befindet sich noch eine blaue und eine rote LED und darunter ein Lautsprecher. Unten haben wir dann ein großes LCD-Display. Hier werden unter anderem ein paar Infos angezeigt, zum Beispiel ob der Sender sich im Mode 1 oder Mode 2 befindet, den Batteriestand des Senders und so weiter. Rechts und links neben dem Display haben wir noch ein paar Knöpfe, und zwar rechts 2 Auswahltasten, mit denen wir im Menü die Parameter umstellen können. Und links mit der oberen Taste können wir in das Menü der Fernsteuerung reingehen und mit der unteren Taste können wir das Menü wieder verlassen. Im Menü selber können wir dann noch einige Parameter abändern, wie zum Beispiel die Gaskurve, die Pitchkurve, Expo und so weiter. Eigentlich alles, was man so mit einer anderen Fernsteuerung auch einstellen kann. Hier muss man für die Black Hawk aber erst einmal nichts umstellen. Man kann bei der Fernsteuerung auch den Flugmod von Mode 2 auf Mode 1 ändern. Dazu einfach beim Einschalten der Fernsteuerung den Mode-Knopf gedrückt halten, dann den jeweiligen Gasstick einmal hoch und runter bewegen, also den rechten Stick für Mode 1 und den linken Stick für Mode 2. Dann ist der Sender schon mal elektronisch umgestellt. Dann müssen wir allerdings natürlich auch noch den Sender mechanisch umstellen, weil der Pitchknüppel ja nicht federrückgestellt ist. Das macht man hier hinten ganz einfach mit einem Schraubendreher, steht aber auch alles in der Anleitung. Man muss aber den Sender dafür nicht mehr aufschrauben. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt und mit den Trimmknöpfen können wir alle Achsen noch etwas nachtrimmen. Oben haben wir dann noch 4 Schalter, und zwar ganz rechts haben wir den zweistufigen Throttle Hold bzw. Motorausschalter. Hiermit können wir den Motor sperren, damit er nicht ungewollt anlaufen kann. Das heißt, ist der Schalter nach oben gelegt, ist der Motor gesichert, und wenn wir den Schalter nach unten legen, können wir den Motor starten. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, denn ich hätte es besser gefunden, wenn es andersrum gewesen wäre, dass der Motor nach unten gesichert ist. Dann haben wir als nächstes einen zweistufigen Schalter zur Auswahl der Taumelscheibenausschläge. Heißt, wir können hier zwischen einem geringeren und einem höheren Ausschlag der Taumelscheibe wählen. Der jeweilige Mode wird auch hier im Display in diesem Dreieck angezeigt. Die kleine Spitze heißt kleiner Ausschlag und die große steht für höhere Ausschläge. Auf der linken Seite haben wir dann ebenfalls noch einen 2-Stufen-Schalter. Hier können wir zwischen dem 6G-Modus und dem 3D-Modus hin und her schalten. Das heißt, im 6G-Modus mit einer grünen LED am Heli angezeigt, ist der Heli über den Gyro stabilisiert und in den Ausschlägen begrenzt und fliegt somit eigenstabiler und geht bei Loslassen des Knüppels wieder in die neutrale Flugposition zurück. Und im 3D-Modus mit einer roten LED am Heli angezeigt, können wir dann freier fliegen und er ist nicht mehr so stark stabilisiert und geht auch nicht mehr in die Neutralposition zurück, wenn wir den Knüppel loslassen. Möchte man, sofern man es beherrscht, Rollen, Loopings oder auf dem Rücken fliegen mit dem Heli, müssen wir den letzten Schalter links unten verstellen. Hier können wir nämlich zwischen einer Gaskurve und einer Gasgeraden umstellen. Das heißt, ist der Schalter nach unten geschaltet, erhöhen wir ja mit dem Pitchhebel auch gleichzeitig die Drehzahl bis etwa zur Knüppelmitte. Von dort aus bleibt die Drehzahl dann konstant und ziehen wir den Knüppel dann zurück, verringert sich auch die Drehzahl am Heli wieder auf 0 und der Motor geht aus. Wenn wir dann richtiges 3D fliegen möchten, also auch zum Beispiel auf dem Rücken, dann müssen wir ja Negativ-Pitch haben, indem wir den Pitchknüppel nach unten ziehen. Dabei darf die Drehzahl aber natürlich nicht weniger werden. Daher müssen wir für den 3D-Flug den Schalter hochschalten für eine konstante Drehzahl, die dann bei jeder Knüppelstellung gleich bleibt. Die ist dann auch etwas höher als die in der unteren Stellung, sieht man auch hier in der Anzeige auf dem Display. In dieser Stellung ändert sich dann auch gleichzeitig noch die Pitchkurve. Hier hat man dann mehr Negativ-Pitch zur Verfügung, damit man eben auch auf dem Rücken fliegen kann. Und auch der Positiv-Pitch wird hier etwas erhöht. Diese Stellung kann man übrigens auch im 6G-Modus aktivieren. In dieser Stellung muss man natürlich darauf achten, dass der Motor nach dem Landen nicht von alleine ausgeht. Hier muss man dann den Motor über den Throttle-Hold-Schalter abschalten. Und zu guter Letzt haben wir hier oben noch die Antenne sitzen. Hier hinten noch einen Griff zum Tragen. In der Mitte gibt es noch einen Anschluss für ein Simulatorkabel.
Und auf der Rückseite unten haben wir noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Ja, bevor wir fliegen gehen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr mal was an dem Hubschrauber reparieren wollt oder ausprobieren möchtet, macht am besten die Hauptrotorblätter ab. Das ist immer besser für die Finger, falls der mal anfangen sollte, doch sich zu drehen, ohne dass ihr das möchtet. Beim Heckrotorblatt ist das nicht so dramatisch, aber für die Finger ist auch besser, wenn der Heckrotor natürlich ab ist, wenn er sich dreht. Am Ende noch mal ein kleiner Tipp zum Einschalten des Helis und des Senders. Ihr müsst jetzt zuerst den Sender einschalten, indem man hier den Powerknopf drückt. Falls der Sender wie hier piepen sollte, liegt das an den drehzahlrelevanten Schaltern, die nicht auf 0 stehen. Da muss zum Beispiel einmal der Pitchhebel auf 0 stehen und hier oben der Drehzahlregler nach hinten geschaltet werden. Dann hört er auch auf zu piepen. Dann müsst ihr als nächstes den Heli einschalten. Dazu müsst ihr ja den Powerknopf von dem Akku drücken. Den müsst ihr aber lang genug drücken, denn wenn man den einmal drückt und der Heli piept und ihr lasst los, geht er auch wieder aus. Also fängt nicht weiter an hochzufahren. Ihr müsst nämlich den Akkuknopf so lange drücken, bis auch die grünen LEDs am Akku einmal komplett aufleuchten. Dann den Heli hinstellen, warten, bis das Licht aufhört zu blinken. Dann zuckt er ganz kurz, dann ist der Heli komplett initialisiert und ihr könnt losfliegen. Und das machen wir jetzt. Ja, kommen wir wie immer am Ende nochmal zu einem kleinen Fazit. Ich finde optisch die Black Hawk wirklich sehr gelungen. Sie hat viele Details. Ich finde auch in einer guten Qualität. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern, würde ich sagen. Fliegerisch finde ich die auch ziemlich gut. Gerade im 6G-Modus lässt sie sich wirklich sehr gut steuern. Man muss natürlich dazu sagen, dass die nicht so einfach zu fliegen ist wie die Black Hawk mit GPS und Höhensensor. Daher würde ich sagen, für blutige Anfänger bedingt geeignet. Aber ich sag mal, wenn man ein bisschen Flugerfahrung hat oder schon mal am Simulator geübt hat, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Auch gerade im 6G-Modus. Man kann sie auch im 6G-Modus sehr agil fliegen. Man hat ja notfalls auch noch den Auswahlschalter für die Taumelscheibenausschläge. Wenn man den hochstellt, dann ist sie sowieso ziemlich agil. Man kann die aber auch gemütlich fliegen.
Auch im Wind hat die Blackhawk sich ganz gut geschlagen. Es war jetzt nicht übermäßig viel Wind, aber es ging trotzdem ein kleiner Wind und ich muss sagen, da hat die sich ganz gut verhalten, sowohl im Flugverhalten als auch gegen den Wind anzukommen. Ich denke auch mal, dass die Taumelscheibenausschläge groß genug sein werden, um gegen mehr Wind anzukommen. Im 3D-Modus allerdings sieht die Sache mit dem Ruhigfliegen auch schon wieder ganz anders aus. Da ist sie schon wesentlich agiler als im 6G-Modus. Da würde ich sagen, braucht man auf jeden Fall schon Flugerfahrung oder auch schon gute Simulatorerfahrung, um den Modus zu beherrschen. Gerade wenn man wie ich in letzter Zeit für die Videos eigentlich nur noch stabilisierte Helis geflogen ist es schon eine sehr große Umstellung, wenn man wieder einen unstabilisierten Heli fliegt. Das richtige 3D-Fliegen mit der Gasgeraden habe ich erst gar nicht ausprobiert. Da fehlt mir ehrlich gesagt im Moment die Flugpraxis für, um mit so einem kleinen Modell 3D zu fliegen. Außerdem, wenn man mich fragen würde, würde ich mit so einem kleinen Scaler kein 3D fliegen. Warum sollte ich mit einem Scale-Modell auf dem Rücken fliegen? Finde ich, passt irgendwie nicht zusammen. Das Umschalten der Modi im Flug hat ja allerdings gut funktioniert. Da hat man ja bei manchen Modellen das Problem, dass der beim Umschalten vom stabilisierten Modus in den 3D-Modus plötzlich absackt, weil die Pitchkurve sich irgendwie ändert. Das hat man hier beim Schwebeflug-Pitch nicht. Das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Das hat man kaum gemerkt. Der Heli sollte natürlich trotzdem gut ausgetrimmt sein, damit er beim Umschalten eventuell nicht irgendwie abdriftet. Was schade ist, dass der Sender keinen integrierten Timer hat. Also man kann hier keinen Timer stellen, was eigentlich ganz praktisch wäre, weil man den Akku ja nie leer fliegen sollte. Die Flugzeit beträgt ja ungefähr 9 bis 12 Minuten. Das passt schon, je nach Flugstil. Da wäre es ganz gut, wenn man hier einen Timer, ich sag mal, auf 8, 9 Minuten stellen kann und immer vorher landen könnte. Geht hier leider nicht. Da muss man sich entweder mit dem Handy behelfen oder hier eine Eieruhr dran kleben und die stellen, weil es ist schon immer besser, wenn man vorher landet, bevor der Akku leer geht. Abschließend kann man sagen, für blutige Anfänger und Einsteiger, die noch nie einen Hubschrauber geflogen sind, für die würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich die Blackhawk mit GPS und Höhensensor zu kaufen, denn die ist immer noch wesentlich einfacher zu fliegen als die ohne GPS und Höhensensor. Für Leute, die kein GPS mögen oder auch schon fliegen können und etwas freier und agiler fliegen möchten als wie mit GPS, den würde ich dazu raten, hier zu der E200S zu greifen. Wer sich hier für die neue Blackhawk interessiert oder auch für die mit GPS und Höhensensor, der kann mal gerne in die Videobeschreibung gucken. Ich packe euch mal die Links unten rein, da könnt ihr gerne mal reingucken. Ansonsten würde ich sagen, schreibt mir gerne mal einen Kommentar, wie ihr die Blackhawk findet, ob ihr eher zu GPS tendiert oder eher zu ohne GPS. Und dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir wie gesagt gerne einen Kommentar unter das Video. Wer noch nicht hat, kann meinen Kanal sehr gerne abonnieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.